Willkommen zu einer weiteren Folge Vampyr auf meinem Kanal. PK oder PK hat in meinem 5. Part kommentiert, dass ich da einen riesen Patzer drin hatte mit Dying Light 2 als Einführung im Intro. Das ist natürlich zu entschuldigen, da habe ich wahrscheinlich nicht richtig aufgepasst. Aber großes Dankeschön geht an PK raus, dass er so super aufgepasst hat. Aber nichtsdestotrotz machen wir hier weiter. Und zwar mit dieser einen Mission. Was war das für eine? Ich würde halt gern erstmal hier das Messer finden, damit wir den hier aussaugen können hinterher. Das Messer, wie weit ist denn das? 108. Easy, machen wir. Diese Punkte haben oder nicht haben. Da kann ich hochgehen. Gibt's denn hier? Oh. War ich hier schon? Ja, anscheinend. Anscheinend war ich hier schon mal. Oder? War wahrscheinlich ein Sammlerstück. Schilling brauchen wir natürlich, um Upgrades zu kaufen. Da geht's nicht weiter. Wir gehen mal hier raus. Frage ist, komme ich von hier an mein Ziel oder muss ich irgendwo anders hin? Ja, da ist eine Kiste, die plündern wir auch noch mal fix. Was ist das hier? Quarantäne. Quarantäne. Blutspur. Der wurde hier verbrannt. Ich muss da runter. Da runter. Wie komme ich denn da hin? Hier. Okay. Ich hab's natürlich... Oh, da ist ein Monster. Gut. Großes Messer. Ein großes und schönes Messer, in dessen Klinge ein Name graviert ist. Clay. Gut. This must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back. Aber ich will das Messer ungern zurückgeben. Ich will es behalten. Schauen, was wir hier für Entscheidungen haben. Weil eigentlich würde ich das gerne behalten wollen. Ist noch eine Kiste? Ja. Tatsächlich. Die töten wir. Okay, schön. Gibt's hier sonst noch was? Nein. Dann töten wir dich hier noch. Filthy fucking beast!
Was? Nicht schlecht. Stabil. Bin ich denn hier? Bin ich hier richtig? Christ, he's dead! Die, vermin! We have to stop it! Gut, die sind auf jeden Fall sehr easy. Da komme ich rein. Oder auch nicht. So kann ich da nicht hoch teleportieren. Das müsste doch funktionieren. Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Kann ich hier rein? Auch nicht. Ist auch verschlossen, oder? It's locked, all right. Ja. Ich habe mich gerade irgendwie etwas verlaufen. Okay. Ah, ich bin hier irgendwie von der anderen Seite gekommen, oder? Nee, ich muss darüber. Kann man hier etwas machen? Nee. Aber hier kann ich teleporten. Zack. Ob die Kisten jetzt nachspawnen, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich schaue lieber immer mal nach, ob da was gibt oder nicht. So. Gehen wir hier erstmal zu dem Kollegen. Ich hoffe nicht, dass der mir gleich das Messer abnimmt. Und ich suche halt immer noch diese Vampirfrau in der Hoffnung, dass sie mal irgendwann wieder auftaucht. So, zu dir will ich. Hey, Doc. Have you heard of any Blackman! Na gut, das Messer will ich behalten, das kriegst du nicht. Okay. Dann heißt es jetzt für dich sterben. Wo geht's hin? Ich bringe Unheil ins Krankenhaus. Aber dass die Leute nichts sagen, wenn ich mit dem hier so vorbeispaziere. Und das hier scheint anscheinend so mein Opferzimmer zu sein. Tschüss. Die Musik immer wieder. Alter, ist das heftig. I killed, extorted, stole. Now I die. Fuck it. I live the way I wanted. Okay.
Ich hoffe, da geht keiner rein. Kiste wird auch geplündert. So, ich habe eine neue Waffe bekommen. Da hatten wir noch gar nicht reingeschaut, wie man das ausrüsten kann. Eine Axt. 72 Schaden und das macht 58. Ausdauer 25, 13,5. Zweihändig. 99. 15 Schock. 10 Schock. Aber wie kann ich hier jetzt meine Dinger zuordnen? Hier. Mal das hier. Wir probieren auch mal die Axt aus. Verbraucht zwar viel Ausdauer, macht aber Schaden. Gut. Nächste Mission haben wir bei... Der ist jetzt tot. Pech gehabt. Dem hier. Der ist abgeschlossen. Das ist im anderen Bezirk irgendwo. Ich glaube, da müssen wir runter wieder zu den Docks, teleporten und rüber gehen. Genau, da dürften wir rüberkommen. Geht das schon hier? Nein. Also nur auf das Schiff geht das. Das Boot. So, da hoch müssen wir. Ja, ob wir da hoch müssen, weiß ich noch nicht. Oder ob wir hier komplett falsch sind. Oh, wer bist du denn? Bloody monster! Hm. Oh. Okay. Schilling. I cannot enter. Tür ist verschlossen. Ja, Unterschlupf freigeschalten. Perfekt. Vampyr Club. Sammlerobjekt. Kann ich Waffe verstärken? Mein Lager. It's locked, all right. Echt jetzt? Die ist verschlossen? Ist ja doof. Komme ich denn da rüber? Wie komme ich da rüber? Da bin ich. Whitechapel. Ist hier lang. Ja, dann hier die Brücke hoch. Also da runter. Ist das richtig? Gut, da geht's aber nicht mehr weiter. So, probieren wir es hier lang.
So, wie schaut's hier aus? Genau, dann hier hoch. Genau, so kommen wir schon eher hin. It's locked. Da ging's nicht durch. Falsche Richtung, da lang. Da komme ich aber auch nicht durch hier. Ups. Und diese Türen sind auch alle verschlossen. I cannot enter. Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich im Gebiet drinne. So, jetzt sind wir wieder hier. Und hier war die verschlossene Tür. Das ist doch kacke. Übers Krankenhaus. Also wieder zurück. Wieder zurück. Da ist hier halt das Doofe, dass hier nicht richtig angezeigt wird, wie man laufen muss. Aber es stellt auch gleichzeitig eine Herausforderung dar. So, hier hinten hoch. Gehen wir halt komplett den anderen Weg. Und von Whitechapel müssen wir gucken, ob wir mal die Türen aufkriegen. Damit wir dann nicht als rundherum müssen. Okay, hier die Brücke links. Bezirk bedenklich. Ist der Typ nochmal da? Nee. Okay. Der bleibt anscheinend tot. Okay, das verbraucht zu viel Ausdauer. Arschloch. Kann ich das nicht aufheben hier? Sau. Der ist doch die... Stop, Vampyr! My wrath will consume you. Leech! Kill him! Shit, that leech is fast! Watch out, lads! Du bist tot. You'll pay for that! Okay, hier bist du also. Kann ich aber lange nach dir suchen. Wieso lädt denn das heute so viel? Verstehe ich nicht.
I'm not crazy. I knew there was something wrong with me. I need to tell the doctors about this. I'm not crazy. I knew there was something. Wieso kann ich mit dir nichts anfangen? I'm not crazy. Okay. Kann ich aber nichts machen bei ihr. I'm not crazy. Okay, da haben wir auch nichts für die Migräne. Gut. Dann wird die wahrscheinlich wieder zurückkehren. Denke ich, weiß ich aber nicht. Kommen wir hier irgendwo raus? Ist doch wieder so eine Sackgasse hier. Hier lang? Da hoch. Mhm. Gegen Migräne habe ich noch gar nichts. Ne. Aber ich kann mal hier von jedem eins herstellen. Falls wir, scheiße, auf Leute treffen, die irgendwas benötigen. Ereignis, okay, also hier drüber. Und da hoch. Und da hoch. Ain't safe here. It's a leech! Die, vermin! Blöde Sau. Jo, gib mir dein Blut. Arschloch. Da kann man hoch. It's locked, all right. Dieser Seite lässt sie sich nicht öffnen. Okay. It's locked. Alles verschlossen hier.
Unterschlupf? Wo denn? Wo ist mein Unterschlupf? Irgendwas verpasst? Unterschlupf. War das da hinten Unterschlupf gewesen? Nee, oder? Nee, es war kein Unterschlupf. Wo ist denn überhaupt meine Mission hin? Da. Da geht's nicht weiter. Was ist hier los? Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Ist nix da? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. If she's pretty, I'll keep an eye out. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. You're being manipulated by these criminals. What's worse is that you're clever enough to know better. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. Goodbye, Okay. young man. I'll not die in some piss-stinking alley reeking Was ist worse mit than dir a hier? weak old lavvy. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Ja, den könnte ich aussaugen. Fehlt noch ein bisschen was. Das hatte ich. Machen wir erst das Whatever the hier. boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy he just failed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private.
From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Yes. Sounds like shell shock. I've seen a few cases like yours. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. And it's perfectly natural in your situation. Not ashamed. I just need my pills. Peace and quiet, that's all. Super. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. A gun? Okay. Gut. Ich habe noch Informationen über dich. I'm not your... Oder war das nicht über dich? Do you know? Never. Goodbye, young man. Erschöpfung. Da habe ich doch was. How are you, boy? I'm not your... Nein. Nein, das will ich gar nicht. Zurück. Kann ich mit dem gar nicht mehr reden. Jetzt. How are you? I'm not your... Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Very funny. Okay. Goodbye, young man. Wo ist denn jetzt der Typ hier hin? So schnell verschwunden, oder wie? Habe ich die Mission abgeschlossen? Ja. Okay, das geht noch nicht. Finde heraus, wem der Schal gehört. Okay. Muss ich halt die Leute anquatschen. Ist alles so verlassen hier. Wo ist denn das? Da ist ja noch einer. Das ist doch der Palmer. Vampyr. Good evening, Ben. Okay. A gun? Medizin habe ich nicht für dich. Sorry. Dann die alte Dame hier. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy.
Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Okay. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. I'd like to see what kind of Was ist denn das hier? Das nehmen wir mal. Was? Ja, vielleicht war das Medizin. Opium. Someday you'll understand. You've wasted your life away. Wer ist denn das? Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say, a live tenant's a paying tenant. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. What is your business, exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. Mhm. You obviously place yourself above the misery of Whitechapel, but you are as repellent an individual as I have ever met. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. I'm no saint, but to take advantage as you do, you are a despicable man who could only prosper in these dark times. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swamborous shit. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Dich könnte ich aussaugen. Bist nämlich ein Scheißtyp. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages. Absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it?
Sir, I wish I had found you a few nights later than I did. Or maybe never at all. Death would have been a well-deserved punishment for your villainy. Yeah, but you saved me, didn't you? And you do it again, because you're a decent chap. Just know I'm not. Take this as my final warning. You will not profit from the misery of others. Business is one thing, but what you do is quite another. Really? What you gonna do? You ain't from here. You ain't Whitechapel, Doctor. You wouldn't know the first thing about playing dirty, even if you wanted to. I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane, bless her soul. I really should thank her someday. Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. Tell me truthfully, why are you so thankful? By keeping my tenants alive, she's making me a rich man. Every month they live, it's more coin in my pocket. Since I took an oath, Well, see... infecting you is What? You give me this... I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane, bless her soul. I really should thank her someday. Goodbye, Mr. Okay. Dich sauge ich aus, wenn du dann volle Heilung hast wieder. Da ist ein Eimer für mich, den kann ich plündern. Ist das hier? Hier komme ich I nicht rein. cannot enter. Nein. Gut. Hier kann ich rein. No one's there. Da sind noch welche. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I'd prefer not to give you another beating, Barrett. Gut. Die zwei Leute werden wir in der nächsten Folge befragen. Ich bedanke mich dabei fürs Zusehen. Hello, young man. Oh, okay, I'm da ist Dr. jemand. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Even my dreams are soaked with glue. Gut. Jetzt sind wir hier bei Harry. Wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, gern einen Daumen nach unten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.